unseres Interviews ist der Landtagsabgeordnete Herr Professor Piazolo. Herr Professor Piazolo, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns sehr. Sie haben sich als Landtagsabgeordneter sehr häufig und auch lang und immer wieder mit der Verkehrspolitik in München und darunter auch mit dem Mittleren Ring und der Landshuter Allee und dem Landshuter Allee-Tunnel beschäftigt. Wie bewerten Sie die Situation des jetzigen Verkehrsaufkommens, der Zukunft der Landshuter Allee und wie bewerten Sie die Planungssituation der letzten Jahre? Ich glaube, am besten passt das Wort zäh. Es braucht sehr, sehr lange, es braucht einen langen Atem und im Grunde genommen beschäftigt uns das Thema seit den 90er Jahren, also seit über 20 Jahren, was ich persönlich schlimm finde, weil es wird nicht besser und es wird auch nicht billiger, sondern immer teurer und deshalb muss man den Druck weiter hochhalten, denn ich glaube, nur mit Druck kann man hier in München in der Verkehrspolitik was bewegen. Das Land Bayern hat der Stadt München über viele Jahre hinweg immer eine Dispensregelung erteilt für die nun, wie bekannt, sehr häufigen und hohen Überschreitungen der Schadstoffwerke an der Landshuter Allee und in noch mehreren Stellen hier in München. Denken Sie, das ist gerechtfertigt und wie glauben Sie, welche Maßnahmen müsste das Land ergreifen, um grundsätzlich die jetzige Verkehrssituation besser in den Griff zu bekommen? Denken Sie, dass das Land hier genügend tut? Es müsste auf alle Fälle mehr passieren. Ich glaube, das große Problem ist, dass weder der Freistaat Bayern noch die Stadt München einen schlüssigen Gesamtplan hat. Man doktert ein wenig an den Symptomen rum. Das heißt im Moment natürlich die große Belastung mit auf der einen Seite Lärm, auf der anderen Seite natürlich Feinstaub. Und da wird eher auf Zeit gespielt. Das liegt sicherlich auch daran, dass auch die Europäische Union mit involviert ist bei den Messungen. Das liegt daran, dass die Gerichte involviert sind. Aber in erster Linie hat der Freistaat Bayern kein schlüssiges Konzept, wie er dieser Staubbelastung und der Lärmbelastung begegnet. Und auch die Stadt München hat über Jahre kein Konzept gehabt, für den Mittleren Ring gar nicht. Es hat erstmal ein Bürgerbegehren gebraucht, damit 3 weitere Tunnels gebaut werden. Peter Strauß und Luise Kieselbach. Und jetzt weiß man auch nicht genau, wie es weitergeht. Man sagt jetzt zuerst mal Landshuter Allee, dann vielleicht Tegernseer Landstraße, parallel oder nicht parallel, Englischer Garten. Aber es gibt kein richtiges Konzept und das ist das Hauptproblem. Neben dem Verkehrsproblem, das die Anwohner hier natürlich im Viertel umtreibt mit der Landshuter Allee, ist die nächste Frage die städtebauliche Situation, denn die Landshuter Allee zerschneidet natürlich wie eine Autobahn das Viertel in 2 Teilen. Denken Sie nicht, dass auch dieser städtebauliche Mangel es wert wäre, alleine aus diesem Grund eine Reparaturmaßnahme wie einen Tunnel zu begründen? Wie würden Sie denn die städtebauliche Situation bewerten? Es ist ein weiterer Grund. Ich glaube, mit dem Stadtbild allein wird man die Tunnels nicht durchsetzen können, sondern es muss mehrere Gründe geben. Das eine ist natürlich für die hier lebende Bevölkerung Abhilfe schaffen. Zum einen, was die Lärmbelastung, die Staubbelastung anbetrifft, zum anderen eben auch das Stadtbild, das Zusammenwachsen von Neuhausen, das so lang durch diese Landshuter Allee auch getrennt war. Das ist für mich ganz wichtig in einer Stadt. Es geht hier ums Lebensgefühl, es geht um Identität. Warum lebt man gerne hier? Weil man auch ein Viertel hat, was man mag, was man liebt und wo man aber auch sich bewegen möchte. Und dann ist ganz entscheidend natürlich auch die verkehrliche Situation, gerade für die, die durch die Stadt fahren möchten. Also ich glaube, so gewinnt man auch die Leute, die hier wohnen, aber auch die, die durchfahren. Und nur mit diesem gesamten gemeinsamen Druck wird man was bewegen können. Jetzt sind Sie Mitglied des Bayerischen Landtags. Wie ist das Thema Landshuter Allee-Tunnel oder überhaupt Verkehrspolitik in München, jetzt mit oder ohne diesem konkreten Projekt, ist das ein Thema? Ist das ein aktuelles Thema? Und wie gehen Sie selber mit dem Thema um? Wird das überparteilich auch verhandelt? Wird zu diesen einzelnen konkreten Punkten gesprochen?
Es ist im Landtag kein vordringliches Thema in der Verkehrspolitik. Es wird da sehr stark, auch von der Staatsregierung, von der CSU, immer auf die Stadt verwiesen. Die hat natürlich auch die planerische Zuständigkeit. Aber das ist etwas, was ich ganz offen sage, mich enorm nervt. Ja, dass die CSU-Staatsregierung in diesen Themen immer sagt, die Stadt mit ihrer früher SPD-Grüne, jetzt SPD CSU-Regierung sollte was tun und die Stadt sagt, wir wollen die Gelder aber vom Land haben, die müssen auch sich bewegen und dadurch passiert sehr wenig. Man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu. Es war kein großes Thema. Wir haben uns jetzt sehr stark auf die zweite Stammstrecke konzentriert und sonst ist es leider so, dass Initiativen der Opposition von der CSU nicht angenommen werden, dass es da leider aus meiner Sicht wenig interfraktionelle und überparteiliche Zusammenarbeit gibt. Die gibt es eher vor Ort, die gibt es eher unter einzelnen Politikern, die sich des Themas annehmen, aber weniger unter den Parteien. Herr Professor Piazolo, ich sage herzlichen Dank, dass Sie Danke unsere auch, Fragen gerne beantwortet haben und ich hoffe, dass Sie uns weiter unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir weiter im Gespräch bleiben. Immer wieder Dankeschön. gerne. Danke auch.